Herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. Ich zeige euch, wie ihr diese einfache Rocher-Torte ganz schnell zubereiten könnt. Die hat einen ganz dünnen Biskuitboden, eine leckere Creme, eine dünne Schicht Schokolade und mit ein paar Rocher dekoriert. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Ich starte mit dem dünnen Biskuitboden. Dazu benötige ich 70 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backkakao, 75 Gramm Zucker, 30 Gramm gemahlene Haselnüsse, 2 Eier und einen Teelöffel Vanilleextrakt. Als erstes kommen die 2 Eier in eine Rührschüssel. Ich mache das Ganze in meiner Küchenmaschine. Die hat ein bisschen mehr Power. Ihr könnt aber auch gerne das Handrührgerät dazu nehmen. Während ich das Ganze auf höchster Stufe aufschlage, gebe ich langsam den Zucker hinzu. Dann kommt noch ein Teelöffel Vanilleextrakt dazu und das Ganze wird auf höchster Stufe so lange aufgeschlagen, bis das Volumen sich deutlich verdoppelt hat. Bei mir hat sich jetzt das Volumen deutlich verdoppelt und es ist weichschaumig geworden. Jetzt gebe ich Mehl mit dem Backkakao hinzu und die gemahlenen Haselnüsse. Das Ganze wird dann mit dem Teigschaber vorsichtig untergehoben. Jetzt nicht wild rumrühren, sondern vorsichtig alles unterheben, bis das Ganze eine schöne Konsistenz hat. Beim Rühren auch darauf achten, dass wirklich die Mehlnester alle untergehoben werden, schön am Boden nochmal mit dem Teigschaber, aber alles schön vorsichtig unterheben. Hier habe ich eine Backform 24 cm im Durchmesser, unten den Boden mit Backpapier auskleiden und darin kommt jetzt der Teig. Vorsichtig alles schön gleichmäßig verteilen und das kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 Minuten. In der Zwischenzeit machen wir schon mal die Creme. Dazu benötige ich 250 Gramm Mascarpone, gebe gute 1,5 Esslöffel Nuss-Nougat-Creme dazu. Die Mascarpone muss ich jetzt mit der Nuss-Nougat-Creme gut verbinden, dazu 10-20 Sekunden lang auf niedrigster Stufe verrühren. Wenn sich das Ganze gut verbunden hat, gebe ich erst die Sahne nach und nach hinzu, aber wie gesagt, erst noch auf niedrigster Stufe. Wenn ich das ein paar Sekunden lang verrührt habe, gehe ich nochmal mit dem Teigschaber am Schüsselrand entlang. Da klebt auch ein wenig die Mascarpone mit der Nuss-Nougat-Creme. Einmal kurz entfernen und dann weiter rühren. Erst auf mittlerer Stufe, dann auf hoher Stufe, bis die Creme fest geworden ist. So lange in den Kühlschrank stellen, bis der Biskuitboden fertig ist. Mein Biskuitboden ist jetzt fertig gebacken und ist auch ausgekühlt. Jetzt lege ich einen Tortenring drum. Fülle dann die komplette Creme in den Tortenring hinein. Die Creme wird jetzt einmal gleichmäßig auf den gesamten Boden verteilt und wenn ihr dann fertig seid, kurz die Torte beiseite stellen. Hier habe ich jetzt 10 Rocher-Kugeln, die werden jetzt einmal fein gehackt.
Die verteile ich jetzt oben auf die Creme. Natürlich könnt ihr die gehackten Rochers direkt in der Creme hinzufügen und vermischen, aber ich wollte jetzt einen sauberen Rand haben, ohne diese Stückchen. Also ihr könnt es wie gesagt direkt in die Creme vermischen oder wie ich jetzt oben auf die Torte verteilen und dann vorsichtig andrücken und mit so einer kleinen Palette glatt streichen. Wenn das dann alles schön glatt verstrichen ist, kommt die Torte noch mal kurz in den Kühlschrank. 5 bis 10 Minuten reichen da völlig aus. In der Zwischenzeit habe ich 3 Esslöffel Nutella in der Mikrowelle erwärmt, habe dann 2 Esslöffel gehackte und geröstete Haselnüsse dazu gegeben und das verteile ich jetzt oben auf die Torte drauf. Das Ganze dann vorsichtig mit einer kleinen Palette glatt streichen. Die Torte für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank. Vorm Servieren schlage ich nochmal etwas Sahne auf, gebe dann einen Teelöffel Nuss-Nougat-Creme hinzu, nachdem die Sahne etwas fest geworden ist. Schlage das Ganze nochmal so 10 Sekunden lang auf, dass sich die Nutella bzw. Nuss-Nougat-Creme mit der Sahne verbindet. Fülle das Ganze in einen Spritzbeutel und dann gebe ich ein paar Tupfen auf die Torte. Dann habe ich ein paar Rocherkugeln einmal halbiert und die dekoriere ich auf die Torte zu Ende. Natürlich könnt ihr die Torte so dekorieren, wie ihr gerade Lust und Laune habt. Das ist jetzt nur ein Vorschlag. Im Endeffekt schmeckt die Torte trotzdem. Am Ende habe ich noch die Sahnehäubchen mit gehackten und gerösteten Haselnüssen bestreut. So einfach und so schnell habt ihr diese leckere Rocher-Torte gezaubert, mit nicht allzu vielen Zutaten und nicht so viel Zeitaufwand. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.